Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Flask Tutorial Reihe. Heute geht es weiter und zwar wollen wir heute URLs selbst generieren. Das heißt, wir wollen nicht irgendwie jetzt einfach quasi fest hart gecodet diesen Link hier irgendwie reinschreiben auf unsere Seite, sondern wir wollen natürlich dynamisch den Link generieren. Und das hat natürlich folgende Vorteile. Ihr könnt nämlich ganz einfach zum Beispiel von einer Website oder von einem anderen Punkt aus Parameter reingeben. Ihr könnt irgendwelche Berechnungen durchführen. Ihr könnt irgendwas aus einer Datenbank einlesen oder auslesen oder wie auch immer. Und ihr könnt dann eben dynamisch diese URLs generieren. Das heißt, ihr müsst hier nicht irgendwie fest reinschreiben, hey, ich will jetzt zum Beispiel nach Hello und dann nach World oder sowas. Sondern ihr könnt halt hier dieses World dynamisch irgendwie generieren lassen. Und das ist ziemlich cool. Und vor allem wird das Ganze auch dann von Flask direkt selbst generiert. Das heißt, klar, ihr könnt das auch so machen, aber da müsst ihr immer wissen, wie diese URL sich aufbaut. Und ja, das Coole natürlich hier für uns ist, wir können, ich mache hier mal kurz einen String daraus, wir können hier davon ausgehen, dass Flask automatisch die richtige URL für uns aufbaut. Und das machen wir mit der URL-for-Funktion. Die ist ziemlich cool. URL-for. Und ja, jetzt können wir hier, wenn wir zum Beispiel diesen Pfad hier zurückgeben wollen, im Endeffekt, dann nutzen wir einfach die URL-for und sagen, was für ein Endpoint wir eigentlich hier haben. Naja, unser Endpoint soll die Hello, der Hello-Pfad sozusagen sein. Das heißt, wir geben hier einfach an, wir wollen auf die Seite Hello und wir wollen den Name ist gleich World zum Beispiel haben. Und ja, was dann passiert ist folgendes, hier wird dann zum Beispiel Hello Franz oder Hello World ausgegeben. Das war aus einem früheren Take von dem Video, wo ich gemacht habe, wo ich allerdings wieder weggeschmissen habe. Genau, Hello World ausgegeben und ja, ihr seht aber trotzdem, es ist kein Link, ich kann da nicht draufklicken oder sowas. Das geht nur, wenn ich das auch wirklich als HTML ausgebe. Und das ist vielleicht, naja, gewöhnungsbedürftig, deswegen mache ich das jetzt mal ganz kurz hier. Wir sagen hier einfach, wir wollen ein A natürlich haben mit href, beziehungsweise das hier mache ich mal raus. Href ist gleich und dann das da rein, wobei ich natürlich den hier verwenden soll. Das hinten dranhängen, denn es ist ein ganz normaler String eigentlich. Und dann geht es natürlich weiter. Wir beenden unser A und sagen, lass dich grüßen oder sowas. Keine Ahnung. Dann fertig mit A und ja, das können wir jetzt mal ausgeben lassen und schauen uns an, was dabei rauskommt. So, und jetzt steht hier nämlich ein Link, der uns hier unten, seht ihr, so ganz leicht auf hello/world weiterleitet. Wenn wir draufklicken, landen wir auf Hello World. Das heißt, ihr könnt hier ganz normales HTML ausgeben, aber darin eben zum Beispiel dieses URL-for benutzen. Und das ist natürlich auch sehr praktisch. So, das war jetzt nur sozusagen eine kleine Anwendung, was ihr noch benutzen könnt. Also ihr könnt natürlich hier so viel HTML reinschreiben, wie ihr wollt. Ihr könnt euch die komplette Seite generieren lassen, komplett automatisch. Und ja, das ist natürlich dann einer der Hauptpunkte, wenn es ums Frontend generieren geht. Okay, das war's aber von meiner Seite. Das soll hier nicht Thema von der ganzen Website sein. Im Endeffekt ist das wirklich ganz normales HTML, was ihr hier reinschreiben müsst in diese Strings. Das heißt, ihr könnt hier vielleicht ja einfach mal meine HTML-Tutorials bzw. CSS-Tutorials angucken und dann habt ihr da im Endeffekt alles, was ihr braucht. Okay, das war's von meiner Seite. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.